Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den staubigen Überresten der ersten Städte der Menschheit, zwischen den Ruinen von Uruk und Ur, fanden Archäologen Zehntausende Tontafeln. Die meisten beschrieben Ernten, Gesetze, Gedichte. Doch einige wenige beschrieben mit akribischer Präzision die Bewegungen der Sterne und Planeten. Sie enthielten ein Wissen, das nach unserem Verständnis erst Jahrtausende später hätte entstehen dürfen. Woher also wussten die Sumerer, was sie wussten? Diese Frage ist der Ausgangspunkt unserer heutigen Reise. Guten Abend! Finden Sie eine bequeme Position, schließen Sie die Augen, wenn Sie mögen, und lassen Sie uns gemeinsam eine Reise antreten. Eine Reise nicht nur über Kontinente, sondern durch die tiefen Korridore der Zeit selbst. Unser Ziel liegt in einer trockenen, sonnenverbrannten Ebene, die von zwei großen Flüssen genährt wird, dem Euphrat und dem Tigris. Die Griechen nannten dieses Land Mesopotamien, das Land zwischen den Flüssen. Hier, im heutigen Irak, wo der Staub der Jahrtausende die Ruinen antiker Städte bedeckt, entstand die erste uns bekannte Zivilisation. Wir nennen sie Sumer. Lange Zeit war Sumer nur ein Name, ein Echo in den Schriften späterer Völker. Doch im 19. Jahrhundert begannen Archäologen, den Sand beiseite zu schieben und stießen auf die Überreste legendärer Städte wie Ur, Uruk und Eridu. Sie fanden mehr als nur zerbrochene Mauern und Töpferwaren. Sie fanden Bibliotheken. Aber diese Bibliotheken bestanden nicht aus Papyrus oder Pergament, das längst zu Staub zerfallen wäre. Sie bestanden aus gebranntem Ton. Tausende und Abertausende von Tontafeln, bedeckt mit einer seltsamen, keilförmigen Schrift, der Keilschrift. Die Entzifferung dieser Schrift war der Schlüssel, der eine verschlossene Welt öffnete. Plötzlich konnten wir die Sumerer selbst hören. Ihre Tontafeln flüsterten uns Geschichten von Königen und Göttern, von Gesetzen und Verträgen, von Gedichten und Mythen. Und zwischen all diesen Aufzeichnungen über das tägliche Leben fanden sich Tabellen, Listen und Berechnungen, die eine unerwartete Besessenheit offenbarten: die Beobachtung des Himmels. Sie verzeichneten die Bewegungen der Planeten, die Zyklen des Mondes und das Erscheinen von Sternen mit erstaunlicher Präzision. Diese Tafeln sind keine spekulativen Texte, sondern nüchterne, wissenschaftliche Daten. Sie werfen eine fundamentale Frage auf, die uns auf unserer Reise begleiten wird. Woher in der Dämmerung der menschlichen Geschichte kam dieses tiefgreifende astronomische Wissen? War es das Ergebnis jahrhundertelanger geduldiger Beobachtung? Oder verbirgt sich hier ein noch größeres Geheimnis? Um das Wissen der Sumerer zu verstehen, müssen wir zunächst versuchen, die Welt mit ihren Augen zu sehen. Ihre Kosmologie war eine Mischung aus Beobachtung und tiefem spirituellen Glauben, untrennbar miteinander verwoben. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer mondlosen Nacht auf den Mauern der Stadt Uruk vor über 5000 Jahren. Die Luft ist kühl und klar und über ihnen wölbt sich ein Himmel von einer Reinheit, die wir uns heute kaum vorstellen können. Für einen Sumerer war dies kein leerer Raum, es war das Reich der Götter. In ihrer Vorstellung war die Erde eine flache Scheibe, die auf einem unendlichen Süßwasser-Ozean, dem Abzu, schwamm. Über dieser Scheibe spannte sich ein fester, undurchdringlicher Dom, der Himmel, genannt An. Ein weiterer Ozean befand sich über diesem Himmelsgewölbe.
Die Sonne, der Mond und die Sterne waren keine leblosen Gesteins- oder Gasbälle, sondern Götter selbst, die in ihren himmlischen Barken über festgelegte Pfade am Firmament reisten. Jeder Himmelskörper war die Manifestation einer bestimmten Gottheit mit eigenem Willen und eigener Absicht. Der Mondgott Nanna, der Herr des Kalenders und der Weisheit, war von zentraler Bedeutung. Sein regelmäßiger Zyklus von Erscheinen, Wachsen, Abnehmen und Verschwinden war das primäre Maß für die Zeit. Sein Sohn, der Sonnengott Utu, war der Spender des Lichts und der Gott der Gerechtigkeit, der alles auf der Erde sah. Und dann war da noch die strahlendste Erscheinung am Morgen- und Abendhimmel. Inanna, die Göttin der Liebe und des Krieges, die wir heute als Venus kennen. Die Bewegungen dieser und anderer Planetengötter waren keine zufälligen Wanderungen. Sie waren Omen, göttliche Botschaften, die das Schicksal der Könige, der Städte und der Ernten vorhersagten. Astronomie war für die Sumerer also nie eine rein physikalische Wissenschaft. Sie war eine Form der Kommunikation mit dem Göttlichen. Den Himmel zu beobachten bedeutete, im großen Buch des Schicksals zu lesen, das von den Göttern selbst geschrieben wurde. Die göttliche Natur des Kosmos hinderte die Sumerer nicht daran, seine Muster mit einer bemerkenswert praktischen und mathematischen Denkweise zu analysieren. Ihr Überleben hing davon ab. Die Landwirtschaft im Zweistromland war auf präzises Timing angewiesen. Die Kenntnis der richtigen Zeit für Aussaat und Ernte war entscheidend, um die jährlichen Fluten von Euphrat und Tigris optimal zu nutzen. Aus diesem pragmatischen Bedürfnis heraus wurden die sumerischen Priester zu den ersten Architekten der Zeit. Ihr Kalender war ein sogenannter Lunisolarkalender. Er basierte auf den Zyklen des Mondes, wobei jeder Monat mit dem Erscheinen der ersten schmalen Sichel nach Neumond begann. Ein Mondjahr mit 12 solcher Monate ist jedoch etwa 11 Tage kürzer als ein Sonnenjahr, das die Jahreszeiten bestimmt. Ohne Korrektur würden die Monate bald durch die Jahreszeiten wandern. Die Sumerer lösten dieses Problem durch genaue Beobachtung und Berechnung. In regelmäßigen Abständen fügten sie einen 13. Schaltmonat ein, um ihren Kalender wieder mit dem Sonnenjahr zu synchronisieren. Dies war eine beachtliche intellektuelle Leistung, die ein tiefes Verständnis der unterschiedlichen Längen von Mond- und Sonnenzyklen erforderte. Ihre vielleicht größte und nachhaltigste Errungenschaft liegt jedoch in der Art und Weise, wie sie die Zeit und den Raum unterteilten. Die Sumerer rechneten nicht wie wir im Zehnersystem, sondern im Sexagesimalsystem, also auf der Basis der Zahl 60. Diese Zahl ist bemerkenswert, da sie durch viele andere Zahlen teilbar ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, was Bruchrechnungen enorm vereinfacht. Aus diesem System leiteten sie die Teilung des Kreises in 360 Grad ab. Und von dort war es nur ein kleiner Schritt zur Strukturierung des Tages. Die Sumerer und ihre Nachfolger, die Babylonier, gaben uns die Stunde mit 60 Minuten und die Minute mit 60 Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie auf eine Uhr blicken, blicken Sie auf ein direktes Erbe der sumerischen Priesterastronomen. Sie haben nicht nur die Zeit gemessen, sie haben ihr eine Struktur gegeben, die die Zivilisation bis heute prägt. Wenn wir an die Architektur Mesopotamiens denken, kommt uns unweigerlich ein Bild in den Sinn. Das der Zikkurat. Diese gewaltigen Stufentempel, die sich wie künstliche Berge aus der flachen Ebene erheben, dominierten die Silhouette sumerischer Städte. Die berühmteste, der Turm von Babel aus der biblischen Überlieferung, war wahrscheinlich von der Zikkurat Etemenanki in Babylon inspiriert. Doch was war ihr wahrer Zweck? Waren sie nur Orte des Kultes?
oder auch die ersten astronomischen Observatorien der Welt? Die Wahrheit liegt, wie so oft, in einer differenzierten Betrachtung. Die primäre Funktion einer Zikkurat war zweifellos religiös. Sie war eine symbolische Verbindung zwischen Himmel und Erde, eine Treppe, auf der die Götter zur Erde herabsteigen und die Menschen zu den Göttern aufblicken konnten. Auf ihrer obersten Plattform befand sich ein Schrein, der als irdische Wohnstatt des Stadtgottes galt. Hier wurden die heiligsten Rituale vollzogen, weit entfernt vom Lärm und Schmutz der Stadt unten. Doch wir dürfen nicht vergessen, wer diese Rituale durchführte. Dieselben Priester, die auch für die Beobachtung des Himmels und die Deutung der Omen zuständig waren. Es gibt zwar keine archäologischen Beweise für feste astronomische Instrumente auf den Zikkuraten, aber das ist auch nicht zu erwarten. Die wichtigsten Instrumente der sumerischen Astronomen waren ihre geschulten Augen und ihr mathematisches Wissen. Die Zikkurat bot ihnen dafür die perfekte Plattform. Hoch über der staubigen Ebene bot ihre Spitze einen ungestörten 360-Grad-Blick auf den Horizont. Dies war unerlässlich für die präzise Bestimmung wichtiger Ereignisse wie des heliakischen Aufgangs von Sternen, also ihres ersten Sichtbarwerdens am Morgenhimmel, kurz vor Sonnenaufgang, das zur Kalibrierung des Kalenders diente. Die Zikkurat war also kein Observatorium im modernen Sinne. Sie war etwas Tiefergehendes. Ein Observatorium des Glaubens, ein Ort, an dem Wissenschaft und Religion eine untrennbare Einheit bildeten und das Studium der Sterne ein Akt der Anbetung war. In der Stille der mesopotamischen Nacht, lange bevor das erste Licht der Dämmerung den Horizont erhellte, richteten die Priester ihre Augen auf einen besonderen Punkt am Himmel. Ein Licht, so strahlend und beständig, dass es weder als gewöhnlicher Stern noch als flüchtige Erscheinung abgetan werden konnte. Sie nannten es Inanna, nach ihrer mächtigsten und komplexesten Göttin. Für uns ist dieser Himmelskörper als Venus bekannt. Die sumerische Faszination für die Venus war tiefgreifend, denn sie beobachteten eine faszinierende Dualität. Sie war der Morgenstern, der die Sonne ankündigte, und der Abendstern, der ihr in die Dunkelheit folgte. Zwei Erscheinungen, die doch ein und dasselbe Objekt waren. Diese doppelte Natur spiegelte sich perfekt im Charakter von Inanna wider, der Göttin der Liebe und des Krieges, der Fruchtbarkeit und der Zerstörung. Die Keilschrifttexte, insbesondere die babylonischen Venustafeln des Amisaduqa, die auf älteren sumerischen Beobachtungen basieren, sind ein beeindruckendes Zeugnis dieser frühen Wissenschaft. Über Jahrzehnte hinweg notierten die Schreiber akribisch das Erscheinen und Verschwinden der Venus. Sie hielten fest, an welchen Tagen sie erstmals am westlichen Abendhimmel sichtbar wurde, wie lange sie dort verweilte, wann sie in der Blendung der Sonne verschwand und nach wie vielen Tagen sie als Morgenstern am östlichen Horizont wiedergeboren wurde. Diese Zyklen waren nicht nur von akademischem Interesse. Sie wurden als Omen gedeutet, die Ernten, Kriege und das Schicksal des Königs vorhersagen konnten. Der berühmte Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt kann als poetische Allegorie für den synodischen Zyklus der Venus gelesen werden. Ihr Verschwinden vom Himmel entspricht ihrer Reise in das Reich der Dunkelheit und ihre triumphale Rückkehr spiegelt ihr Wiedererscheinen als strahlender Morgenstern wider. Die Sumerer sahen also nicht nur einen Planeten. Sie sahen eine Göttin, die eine kosmische Geschichte erzählte. Eine Geschichte von Tod und Wiedergeburt, die sich alle 584 Tage am Firmament wiederholte. Ihr Wissen war eine untrennbare Verbindung
aus präziser, geduldiger Beobachtung und tiefem, mythologischem Verständnis. Sie schufen eine Brücke zwischen der exakten Bewegung der Himmelskörper und den fundamentalen Fragen des Lebens. Um die komplexen Bewegungen von Sternen und Planeten nicht nur zu beobachten, sondern auch zu berechnen und vorherzusagen, benötigten die Sumerer ein Werkzeug, das ebenso elegant wie leistungsfähig war. Dieses Werkzeug war keine physische Apparatur aus Bronze oder Holz, sondern ein abstraktes Konzept, ihr Zahlensystem. Wir sind an das Dezimalsystem gewöhnt, das auf der Basis 10 beruht, wahrscheinlich weil wir 10 Finger haben. Die Sumerer jedoch entwickelten und perfektionierten ein Sexagesimalsystem, das auf der Basis 60 aufbaute. Auf den ersten Blick mag dies umständlich erscheinen, doch es birgt eine verborgene mathematische Schönheit, die es für die Astronomie geradezu prädestinierte. Der Schlüssel liegt in der Teilbarkeit. Die Zahl 10 hat nur 2 echte Teiler, 2 und 5. Die Zahl 60 hingegen ist durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 und 30 teilbar. Diese hohe Teilbarkeit machte die Bruchrechnung außerordentlich einfach. Wenn man einen Kreis, den Himmel oder einen Zyklus, die Umlaufbahn eines Planeten, in Segmente unterteilen wollte, ermöglichte die Basis 60 saubere, ganzzahlige Ergebnisse, wo unser Dezimalsystem oft zu umständlichen, unendlichen Dezimalbrüchen führen würde. Dieses Erbe ist uns bis heute erhalten geblieben, oft ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir teilen die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden. Wir teilen den Kreis in 360 Grad, also 6 mal 60. Dies ist kein Zufall, sondern ein direktes Überbleibsel der sumerischen und babylonischen Mathematik. Auf ihren Tontafeln nutzten sie dieses System, um die Positionen von Himmelskörpern mit erstaunlicher Präzision zu tabellieren. Sie konnten Winkel messen, Zeitspannen berechnen und die subtilen, unregelmäßigen Bewegungen der Planeten arithmetisch erfassen. Das Sexagesimalsystem war das unsichtbare Gerüst, auf dem ihr gesamtes astronomisches Wissen ruhte. Es war die Sprache, in der sie das Universum beschrieben. Ohne dieses mathematische Fundament wären ihre Beobachtungen eine bloße Ansammlung von Daten geblieben. Doch mit ihm verwandelten sie die Beobachtung in eine Vorhersage, den Mythos in eine mathematische Ordnung. Es war die stille, aber mächtige Kraft, die es ihnen ermöglichte, die Muster im kosmischen Tanz zu entschlüsseln und den Rhythmus des Himmels zu verstehen. Wenn wir uns fragen, wie das astronomische Wissen der Sumerer und ihrer Nachfolger, der Babylonier, systematisiert wurde, führt uns der Weg zu einem der wichtigsten Keilschriftdokumente, die je entdeckt wurden, dem Kompendium Mu-El.Apin. Benannt nach dem ersten Sternbild, das es auflistet, der Pflug, was heute Teilen der Konstellationen Triangulum und Andromeda entspricht, ist Mu-El.Apin weit mehr als nur eine einfache Sternenliste. Es ist ein umfassender astronomischer Almanach, eine Anleitung zum Verständnis des Himmels, die um etwa 1000 vor Christus zusammengestellt wurde, aber auf viel älterem sumerischem Wissen beruht. Die beiden Haupttafeln von Mu-El.Apin geben uns einen tiefen Einblick in die mesopotamische Kosmologie. Die erste Tafel ist ein detaillierter Sternenkatalog. Sie listet 66 Sterne und Konstellationen auf und ordnet sie 3 Wegen am Himmel zu: dem nördlichen Weg des Enlil, dem äquatorialen Weg des Anu und dem südlichen Weg des Ea. Für jede Konstellation wird angegeben, welche andere gleichzeitig auf- oder untergeht. Ein entscheidendes Wissen für die Navigation und Zeitmessung. Weiterhin enthält die Tafel Daten zu heliakalischen Aufgängen, also dem ersten sichtbaren Erscheinen eines Sterns vor Sonnenaufgang nach einer Periode der Unsichtbarkeit.
Dieses Ereignis war von immenser Bedeutung für die Kalendererstellung und die Landwirtschaft. Die zweite Tafel geht noch weiter in die Tiefe. Sie beschreibt die Bewegungen der Sonne, des Mondes und der 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten: Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Sie enthält Schemata zur Bestimmung des Sonnenaufgangs, Methoden zur Berechnung von Schaltmonaten, um den Mondkalender mit dem Sonnenjahr in Einklang zu bringen, und sogar Omentexte, die bestimmte Himmelsereignisse mit irdischen Geschicken verknüpfen. Moule Apin ist der Beweis für einen Übergang von reiner Beobachtung zu systematischer Wissenschaft. Es ist der Versuch, das gesammelte Wissen zu ordnen, zu katalogisieren und in ein kohärentes System zu bringen. Es ist keine Sammlung von Mythen, sondern ein praktisches Handbuch für Priesterastronomen. Die Entschlüsselung dieser Tafeln war ein Meilenstein für das Verständnis der antiken Wissenschaft. Sie zeigte uns, dass die mesopotamischen Gelehrten nicht nur zum Himmel aufblickten und Götter sahen, sondern auch Muster, Zyklen und eine berechenbare Ordnung, die sie mit beeindruckender Präzision zu erfassen suchten. Die präzisen Berechnungen und die systematischen Kataloge wie Moule.apin waren die eine Seite der sumerischen Astronomie. Die andere, untrennbar damit verwobene Seite, war die Mythologie. Für die Menschen in Mesopotamien war der Nachthimmel keine kalte, leere Weite, die von leblosen Lichtpunkten durchzogen war. Er war eine lebendige Leinwand, ein göttliches Reich, in dem die Geschichten ihrer Götter, Helden und Monster für die Ewigkeit eingeschrieben waren. Jedes Sternbild erzählte eine Geschichte. Die Konstellation, die wir heute als Löwe kennen, war für sie der große Löwe, ein Symbol für Stärke und königliche Macht, eng verbunden mit der Göttin Inanna in ihrer kriegerischen Gestalt. Der Stier am Himmel war Gut.1.na, der Himmelsstier, der von der rachsüchtigen Inanna auf die Erde geschickt wurde, um den Helden Gilgamesch zu vernichten, eine Episode, die im berühmten Gilgamesch-Epos eindrucksvoll geschildert wird. Die Plejaden, jener markante Sternhaufen, waren Mu'el, die Sternensterne, oft als 7 Gottheiten dargestellt, die eine wichtige Rolle im Kalender und in Ritualen spielten. Diese Verbindung von Mythos und Sternen war kein kindlicher Versuch, die Welt zu erklären. Es war eine tiefgründige Methode, um dem Kosmos einen Sinn zu geben und die eigene Kultur darin zu verankern. Die Bewegungen der Sternbilder durch die Jahreszeiten spiegelten den Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt wider, der auch das menschliche Dasein bestimmte. Wenn der Skorpion am Himmel aufging, war dies ein Zeichen für den nahenden Herbst und die abnehmende Kraft der Sonne. Die Geschichten am Himmel waren nicht statisch. Sie waren Teil eines ewigen Dramas, das die Priester lasen und interpretierten. Die Position eines Planeten in einem bestimmten Sternbild konnte als Besuch eines Gottes im Reich eines anderen gedeutet werden, was je nach Charakter der beteiligten Gottheiten gute oder schlechte Omen für die Menschen auf der Erde nach sich zog. So schufen die Sumerer eine Himmelskarte, die sowohl ein Navigationsinstrument als auch ein heiliges Buch war. Die Sterne waren gleichzeitig mathematische Punkte in einem Koordinatensystem und die Protagonisten in den Gründungsgeschichten ihrer Zivilisation. Diese Symbiose aus exakter Wissenschaft und tiefem Glauben ist vielleicht das faszinierendste Erbe ihrer Himmelsbeobachtung. Eine Erinnerung daran, dass der Mensch seit jeher versucht, im Universum nicht nur Ordnung, sondern auch Bedeutung zu finden. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Gedankenwelt der alten Sumerer eintauchen. Für sie war der Nachthimmel mehr als nur eine Ansammlung von Lichtpunkten.
Er war kein stilles, mechanisches Uhrwerk, sondern eine lebendige Leinwand, auf der die Götter ihre Absichten und Warnungen schrieben. Jeder Stern, jede Konstellation, jede unerwartete Bewegung am Firmament war eine Silbe in einer göttlichen Sprache, die es zu entziffern galt. Die Astronomie war untrennbar mit der Astrologie verbunden, nicht in dem Sinne, wie wir heute persönliche Horoskope verstehen, sondern als eine Staatsangelegenheit von höchster Wichtigkeit. Das Schicksal des Königs, der Ernte, eines bevorstehenden Krieges, all das glaubte man, in den Sternen lesen zu können. Die Priester-Astronomen, die von den Zikkuraten aus den Himmel beobachteten, waren daher nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die wichtigsten Deuter des göttlichen Willens. Ihre Beobachtungen wurden akribisch auf Tontafeln festgehalten. Eine der berühmtesten Sammlungen, das später von den Babyloniern kompilierte Enuma Anu Enlil, enthielt Tausende von Omina. Eine Mondfinsternis konnte den Tod des Königs vorhersagen. Die besondere Helligkeit der Venus konnte eine reiche Ernte oder militärischen Erfolg verheißen. Die Bewegungen des Mars waren eng mit Krieg und Konflikt verknüpft. Diese systematische Sammlung von Wenn-Dann-Beobachtungen war der Motor für die Präzision ihrer Astronomie. Um ein Omen korrekt deuten zu können, musste man genau wissen, wann ein Ereignis eintreten würde. Der Druck, die Zukunft vorherzusagen, um das Reich vor Unheil zu bewahren, trieb sie zu immer genaueren Berechnungen und Beobachtungsmethoden. Es war eine zutiefst spirituelle Wissenschaft, in der Ehrfurcht und exakte Mathematik Hand in Hand gingen. Der Himmel war kein Objekt der kalten Analyse, sondern ein heiliger Text, dessen Lektüre über Leben und Tod entscheiden konnte. Während wir tiefer in das astronomische Wissen Mesopotamiens vordringen, stoßen wir unweigerlich an die Grenzen dessen, was mit dem bloßen Auge möglich ist. Die Sumerer und ihre Nachfolger kannten und verfolgten 5 Planeten, die sie als Bimbu oder Wandersterne bezeichneten, weil sie sich im Gegensatz zu den Fixsternen über den Himmel bewegten. Diese 5 waren Merkur, der schnelle Bote, Venus, die strahlende Königin des Himmels, Mars, der feurige Kriegsgott, Jupiter, der majestätische Königsstern, und Saturn, der langsamste und entfernteste der sichtbaren Wanderer. Ihre Bahnen wurden mit beeindruckender Genauigkeit kartiert und ihre Zyklen, ihre synodischen Perioden, waren die Grundlage für komplexe mathematische Modelle. Doch was liegt jenseits des Saturn? Kannten diese frühen Astronomen die äußeren Gasriesen Uranus und Neptun? Hier betreten wir das Reich der Spekulation, das von der harten archäologischen Beweislage sorgfältig getrennt werden muss. Es gibt keine einzige Tontafel, keine bekannte Inschrift, die eindeutig auf die Existenz eines Planeten jenseits des Saturn hinweist. Uranus ist unter perfekten Bedingungen gerade noch an der Grenze der menschlichen Sehfähigkeit. Ein winziger, schwacher Lichtpunkt. Es ist theoretisch denkbar, dass er gelegentlich gesichtet wurde, aber er wäre wahrscheinlich als unbedeutender Fixstern abgetan worden. Seine Bewegung ist so langsam, dass es Generationen von kontinuierlicher, präziser Beobachtung gebraucht hätte, um ihn als Wanderstern zu identifizieren. Eine Leistung, für die wir keine Beweise haben. Die sumerische Kosmologie war mit den 7 Himmelskörpern, Sonne, Mond und die 5 sichtbaren Planeten, ein in sich geschlossenes und vollkommenes System. Jeder Planet hatte seine göttliche Entsprechung, seine Rolle im himmlischen Drama. Es gab aus ihrer Sicht keinen Bedarf und keine offensichtliche Lücke, die durch weitere Planeten gefüllt werden musste. Die Vorstellung, dass sie von fernen, unsichtbaren Welten wussten, ist verlockend.
Doch die Stille der Keilschriftarchive spricht in diesem Fall eine deutliche Sprache. Ihr Universum endete, soweit wir es beurteilen können, mit dem langsamen, wachsamen Auge des Saturn. Es gibt kaum ein Thema, das die Fantasie so sehr beflügelt wie die Idee eines verborgenen Planeten in unserem Sonnensystem und die damit verbundene Geschichte der Anunnaki. Diese Erzählung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär wurde, besagt, dass die Sumerer ihr Wissen von außerirdischen Besuchern vom Planeten Nibiru erhalten hätten. Als Historiker ist es unsere Aufgabe, solche faszinierenden Ideen nicht einfach abzutun, sondern sie sorgfältig an den Quellen zu prüfen, die uns die Sumerer selbst hinterlassen haben. Beginnen wir mit dem Begriff Nibiru. In babylonischen astronomischen Texten taucht dieses Wort tatsächlich auf. Es bezeichnet jedoch keinen unbekannten 12. Planeten. Je nach Kontext wird Nibiru als Bezeichnung für den Planeten Jupiter verwendet, manchmal auch für Merkur, oder es beschreibt einen festen Punkt am Himmelsäquator, einen Übergangspunkt. Es gibt keine einzige antike Quelle, die Nibiru als Heimat von Göttern beschreibt, die in Raumschiffen zur Erde kamen. Der zweite Begriff, Anunnaki, ist ebenfalls authentisch. Die Anunnaki waren eine Gruppe von Gottheiten im sumerischen Pantheon, oft als die Kinder des Himmelsgottes an. Sie waren mächtige, aber sehr erdgebundene Götter, die in Tempeln wohnten, Opfergaben benötigten und menschliche Emotionen wie Wut, Eifersucht und Freude zeigten. Sie waren Teil einer komplexen religiösen Weltanschauung, keine Astronauten, die nach Gold schürften. Die moderne Interpretation, die diese Begriffe zu einer Erzählung über Außerirdische verwebt, ist das Ergebnis einer selektiven und oft fehlerhaften Übersetzung der Keilschrifttexte. Sie ignoriert den kulturellen und mythologischen Kontext, in dem diese Geschichten entstanden sind. Anstatt die Sumerer als passive Empfänger von außerirdischem Wissen darzustellen, ehren wir sie mehr, wenn wir ihre tatsächlichen, mühsam errungenen, intellektuellen Leistungen anerkennen. Ihr astronomisches Wissen war nicht das Geschenk fremder Wesen, sondern das Produkt von Jahrhunderten geduldiger Beobachtung, brillanter Mathematik und einer tiefen, spirituellen Verbindung zum Kosmos. Die wahre Geschichte der sumerischen Astronomie ist vielleicht weniger sensationell, aber unendlich faszinierender. Wir kommen nun zu einem der tiefsten und umstrittensten Rätsel der antiken Astronomie, der Präzession der Äquinoxien. Stellen Sie sich die Erde wie einen Kreisel vor. Während sie sich dreht, eiert ihre Achse ganz langsam in einem riesigen Kreis. Diese winzige Taumelbewegung führt dazu, dass der Punkt des Frühlingsanfangs, der Frühlingspunkt, sehr langsam durch die Sternbilder des Tierkreises wandert. Ein vollständiger Zyklus dieser Wanderung dauert fast 26.000 Jahre. Jedes Zeitalter, in dem der Frühlingspunkt in einem bestimmten Sternbild steht, dauert etwa 2160 Jahre. Die Entdeckung dieses Phänomens wird offiziell dem griechischen Astronomen Hipparchos im 2. Jahrhundert vor Christus zugeschrieben. Doch die Frage, die uns hier beschäftigt, ist: Gab es Hinweise auf dieses Wissen schon Jahrtausende früher in Mesopotamien? Direkte Beweise, eine Tontafel, die die Präzession beschreibt, fehlen. Es gibt keinen sumerischen Hipparchos, den wir benennen könnten. Doch es gibt indirekte, fast poetische Hinweise, die zum Nachdenken anregen. Die Sumerer teilten den Himmel in 12 Tierkreiszeichen ein, eine Einteilung, die wir im Grunde heute noch verwenden.
Einige Forscher argumentieren, dass die Abfolge der göttlichen Symboltiere und der Fokus auf bestimmte Sternbilder in verschiedenen Epochen der mesopotamischen Geschichte diese langsame Verschiebung widerspiegeln. Zum Beispiel fiel der Aufstieg des Stierkults in eine Zeit, als der Frühlingspunkt im Sternbild Stier stand. Später, als er in den Widder wanderte, gewannen Götter, die mit diesem Tier assoziiert waren, an Bedeutung. Ist das ein Zufall? Eine nachträgliche Interpretation von uns? Oder ist es das schwache Echo eines Wissens, das so alt ist, dass seine Ursprünge im Nebel der Vorgeschichte verloren gegangen sind? Vielleicht haben die Sumerer die Präzession nicht als mechanisches Prinzip verstanden, sondern sie instinktiv gefühlt, als einen langsamen Wandel im Charakter der Zeitalter, einen kosmischen Atem, der sich über Jahrtausende erstreckt. Es bleibt eines der faszinierendsten ungelösten Rätsel. Ein leises Flüstern aus der Vergangenheit, das uns daran erinnert, wie viel wir vielleicht noch nicht über das Wissen der ersten Zivilisationen der Welt wissen. Guten Abend. Wie eine Fackel, die in der Dunkelheit von Hand zu Hand weitergereicht wird, so wurde auch das astronomische Wissen der Sumerer durch die Zeitalter getragen. Sein Licht erlosch nicht mit dem Untergang ihrer Städte. Im Gegenteil, es wurde zur Grundlage für die großen Zivilisationen, die nach ihnen kamen. Der Prozess dieser Wissensübertragung war langsam, organisch und tief in den politischen Umwälzungen Mesopotamiens verwurzelt. Als die sumerische Sprache im Alltag allmählich verstummte und Akkadisch zur Lingua Franca des Zweistromlandes wurde, blieben die alten Keilschrifttexte heilig. Die Schreiber der akkadischen und später der babylonischen Reiche lernten Sumerisch, wie europäische Gelehrte des Mittelalters Latein lernten. Es war die Sprache der Götter, der Wissenschaft und der tiefen Vergangenheit. Die Babylonier, die das sumerische Erbe antraten, waren keine bloßen Kopisten. Sie waren brillante Systematiker. Sie nahmen die sumerischen Sternenkataloge, die Planetentafeln und die Omenlisten und verfeinerten sie. Sie entwickelten eine ausgefeilte mathematische Astronomie, die es ihnen ermöglichte, die Bewegungen der Himmelskörper mit erstaunlicher Präzision vorauszusagen. Das Sexagesimalsystem, die Einteilung des Kreises in 360 Grad, die Konzepte des Zodiacs, all diese sumerischen Keime wurden im babylonischen Garten zur vollen Blüte gebracht. Doch die Reise des Wissens endete nicht an den Grenzen Mesopotamiens. Mit der Ausdehnung des Perserreiches und später durch die Eroberungen Alexanders des Großen kam es zu einem intensiven kulturellen Austausch zwischen Ost und West. Griechische Denker, stets neugierig auf die Weisheit des Orients, kamen in Kontakt mit der babylonischen Astronomie. Wir wissen von babylonischen Priestern wie Berossos, der im 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nach Griechenland reiste und eine Geschichte Mesopotamiens auf Griechisch verfasste, in der er auch die astronomischen Lehren seiner Heimat darlegte. Plötzlich fanden Konzepte wie die Saros-Periode zur Vorhersage von Finsternissen ihren Weg in die griechische Wissenschaft. Die Griechen, mit ihrer Vorliebe für geometrische Modelle und philosophische Erklärungen, gaben diesem Wissen eine neue Form. Doch die empirische Grundlage, die jahrhundertelangen Beobachtungsdaten, stammte aus den Archiven der mesopotamischen Tempel. So spannt sich ein Bogen von den Stufenpyramiden in Uruk und Eridu bis zu den Säulenhallen Athens und der großen Bibliothek von Alexandria. Das sumerische Flüstern über die Sterne war zu einem globalen Gespräch geworden. Lassen Sie uns für einen Moment
von den großen astralen Zyklen und dem Fluss der Geschichte Abstand nehmen und uns dem Handwerk widmen, das all dies ermöglichte. Stellen wir uns einen sumerischen Schreiber vor, einen Dubsar, einen Tafelschreiber, dessen Spezialgebiet der Himmel war. Seine Nächte verbrachte er nicht schlafend, sondern wachend, oft auf der höchsten Stufe der Zikkurat seiner Stadt, wo die Luft klarer und die Sicht auf das Firmament ungetrübt war. Sein wichtigstes Werkzeug war von entwaffnender Einfachheit. Ein Kan-Tupi, ein aus Schilfrohr geschnittener Griffel. In seiner Hand hielt er einen Klumpen feuchten, formbaren Tons aus den Ufern des Euphrat oder Tigris. Dieser Ton war seine Leinwand, sein Notizbuch, sein Datenspeicher. Mit der scharfen Kante des Griffels drückte er keilförmige Zeichen in die weiche Oberfläche. Eine Schrift, die so präzise war, dass sie komplexe astronomische Daten und mathematische Berechnungen festhalten konnte. Jede Tafel war ein Dokument von unschätzbarem Wert. Ein Fehler, eine Unachtsamkeit und die Aufzeichnung war unbrauchbar. Die Arbeit erforderte höchste Konzentration und eine ruhige Hand. Neben dem Griffel und dem Ton besaßen diese Astronomen einfache, aber effektive Messinstrumente. Ein Gnomon, im Grunde ein senkrechter Stab, half ihnen, die Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen durch die Messung der Schattenlänge zu bestimmen. Wasseruhren, sogenannte Dipsag, ermöglichten die Messung von Zeitintervallen während der Nacht. Für die Winkelmessung am Himmel benutzten sie möglicherweise einfache Visierinstrumente, eine Art primitivem Theodolit, um die Positionen von Planeten relativ zu den Fixsternen zu bestimmen. Sie zeichneten nicht nur auf, was sie sahen, sondern verglichen ihre Beobachtungen mit den Tafeln früherer Nächte, Monate und Jahre. Sie suchten nach Mustern, nach Wiederholungen, nach den göttlichen Rhythmen, die der Welt Ordnung verliehen. Ihre Arbeit fand in der Stille der Nacht statt, nur vom Licht einer Öllampe oder dem Schein des Mondes erhellt. Es war eine meditative, fast mönchische Tätigkeit. Diese Männer waren keine bloßen Buchhalter des Himmels. Sie waren die Hüter eines heiligen Wissens, die Vermittler zwischen der göttlichen Ordnung oben und der menschlichen Welt unten. Jede Tafel, die sie beschrieben und zum Trocknen in die Sonne oder zum Brennen in den Ofen legten, war ein weiterer Baustein im Fundament der Wissenschaft. Ein Zeugnis menschlicher Neugier und des unermüdlichen Bestrebens, unseren Platz im Kosmos zu verstehen. Die sumerische und babylonische Astronomie war primär auf Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit ausgerichtet. Die Planeten, der Mond, die Sonne, sie folgten berechenbaren Pfaden, ihre Zyklen waren der Schlüssel zum Verständnis des göttlichen Willens. Doch was geschah, wenn der Himmel von dieser heiligen Ordnung abwich? Was, wenn ein unerwartetes, furchterregendes Phänomen die vertraute Konstellation durchbrach? Wir sprechen von den unvorhersehbaren Besuchern des Himmels, Kometen und den plötzlichen Ausbrüchen von Supernovae. Die Interpretation solcher Ereignisse ist eine der größten Herausforderungen für die moderne Assyriologie. Die mesopotamischen Texte beschreiben Himmelserscheinungen oft in einer metaphorischen, ominösen Sprache. Ein Komet könnte als Stern, der einen Bart trägt, oder als himmlische Waffe des Gottes Nergal beschrieben werden. Eine Supernova, ein explodierender Stern, der für Wochen oder Monate heller als jeder andere Stern am Himmel leuchtet, könnte als Gaststern oder als neuer Stern, der im Herzen des Skorpions erscheint, aufgezeichnet werden.
Die Schwierigkeit besteht darin, diese poetischen Beschreibungen von rein mythologischen Ereignissen zu unterscheiden. Dennoch gibt es faszinierende Hinweise. Einige Keilschrifttafeln enthalten Omen, die mit dem plötzlichen Erscheinen heller Sterne an ungewöhnlichen Orten verbunden sind. Astronomen und Historiker durchforsten diese alten Archive auf der Suche nach möglichen Korrelationen mit bekannten Supernova-Überresten. Könnte eine vage Beschreibung eines bösen Sterns in einem babylonischen astronomischen Tagebuch ein Hinweis auf eine Sternenexplosion sein, deren Überreste wir heute mit modernen Teleskopen beobachten? Es ist eine verlockende, aber wissenschaftlich heikle Vorstellung. Es fehlt oft die präzise Datierung und die eindeutige astronomische Beschreibung, um eine definitive Verbindung herzustellen. Bei Kometen ist die Lage etwas klarer. Ihre charakteristische Erscheinung und Bewegung über den Himmel machten sie zu unverkennbaren, wenn auch seltenen Ereignissen. Sie wurden fast ausnahmslos als schlechte Omen gedeutet, als Vorboten von Krieg, Hungersnot oder dem Tod eines Königs. Sie waren eine Störung der kosmischen Harmonie, ein Zeichen göttlichen Zorns. Während die Sumerer und ihre Nachfolger die wiederkehrenden Himmelskörper meisterhaft verstanden, blieben diese transienten Phänomene im Reich des Unerklärlichen und Furchterregenden. Sie waren eine Erinnerung daran, dass der Kosmos, trotz aller Berechenbarkeit, immer noch Geheimnisse und gewaltige, unkontrollierbare Kräfte barg, die jenseits des menschlichen Verständnisses lagen. In der Geschichte des Wissens ist der Akt der Schöpfung nur die eine Hälfte der Erzählung. Die andere, oft tragischere Hälfte, ist die der Bewahrung und des Verlusts. Im Herzen Sumers, in der heiligen Stadt Nippur, befand sich das Ekur, der Tempel des Hauptgottes Enlil. In seinen Mauern lag eine der größten Ansammlungen von Wissen der antiken Welt. Eine riesige Bibliothek aus Zehntausenden von Keilschrifttafeln. Stellen Sie sich Reihen über Reihen von Regalen aus Holz oder Nischen in Lehmziegelwänden vor, gefüllt mit sorgfältig beschrifteten und katalogisierten Tontafeln. Hier lagerte das intellektuelle Kapital einer ganzen Zivilisation. Epen, Hymnen, Gesetzeskodizes, mathematische Abhandlungen und natürlich die unschätzbaren astronomischen Tagebücher und Sternenkataloge, die über Generationen hinweg geführt wurden. Dies war kein Archiv im modernen Sinne, sondern ein lebendiges Zentrum des Lernens, in dem Schreiber ausgebildet wurden und Gelehrte die Aufzeichnungen der Vergangenheit studierten, um die Zukunft zu deuten. Doch was aus Ton geschaffen ist, ist vergänglich. Ungebrannte Tafeln konnten durch Wasser zu Schlamm zerfallen. Selbst gebrannte Tafeln konnten zerbrechen. Das größte Verhängnis aber war der Mensch selbst. Als Imperien aufstiegen und fielen, wurde Nippur, wie so viele andere Städte, mehrfach erobert und geplündert. Eroberer, die eine andere Sprache sprachen und andere Götter verehrten, hatten oft wenig Interesse an den gelehrten Texten der Besiegten. Bibliotheken wurden in Brand gesteckt, Tafeln zerschmettert oder einfach als Füllmaterial für neue Bauten missbraucht. Der endgültige Niedergang kam jedoch schleichend. Mit dem Aufkommen des Aramäischen und später des Griechischen verlor die Keilschrift an Bedeutung. Die komplexen Silben und Zeichen wurden nur noch von einer schwindenden Zahl von Tempelpriestern und Astronomen verstanden. Das Wissen wurde esoterisch, bis es schließlich ganz erlosch. Die Tempel verfielen, die Städte wurden vom Sand der Wüste begraben und die Bibliotheken von Nippur, Uruk und Babylon sanken in einen jahrtausendelangen Schlaf. Das Wissen war nicht wirklich verloren, es war nur begraben und vergessen.
Es wartete still unter den Hügeln des heutigen Irak darauf, dass eine zukünftige Zivilisation mit neuen Werkzeugen und einer neuen Neugier kommen würde, um die Scherben der Vergangenheit zusammenzusetzen und die Stimmen der sumerischen Himmelsbeobachter wieder zum Sprechen zu bringen. Der Verlust war immens, aber nicht total. Er wurde zu einem archäologischen Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Guten Abend. Lassen Sie uns nun unseren Blick auf den treuesten Begleiter unserer Erde richten, so wie es die Sumerer Nacht für Nacht taten: den Mond. In der sumerischen Kosmologie war der Mond kein kalter, lebloser Fels, sondern eine der höchsten Gottheiten, bekannt als Nanna, der später von den Akkadiern und Babyloniern als Sin verehrt wurde. Seine Bedeutung übertraf oft sogar die der Sonne, denn seine Zyklen waren regelmäßiger, leichter zu beobachten und fundamental für die Organisation des Lebens. Der Mond war der große, himmlische Zeitgeber. Sein Zyklus von Neumond zu Neumond definierte den Monat, die grundlegende Einheit ihres Kalenders. 12 dieser Mondmonate bildeten ein Jahr. Die Priester-Astronomen in den Tempeln von Ur, Nannas irdischer Hauptresidenz, waren nicht nur Geistliche, sie waren Wissenschaftler, deren Aufgabe es war, den Mondlauf mit äußerster Präzision zu verfolgen. Sie notierten die exakten Tage des ersten sichtbaren Sichelmonds, des Vollmonds und des Verschwindens des Mondes. Diese Beobachtungen waren keine rein akademische Übung. Sie bestimmten die Zeitpunkte für religiöse Feste, für die Aussaat und die Ernte, für die Zahlung von Schulden und die Regelung von Verträgen. Der Mondkalender war das rhythmische Herz der sumerischen Zivilisation. Die Zikkurat von Ur, jener gewaltige Stufentempel, der sich majestätisch aus der Ebene erhob, war Nanna geweiht. Man kann sie sich als eine Brücke zwischen Himmel und Erde vorstellen, ein Observatorium und ein Heiligtum in einem. An ihrer Spitze führten die Priester ihre Rituale durch und blickten zugleich unverstellt in den Nachthimmel. Das Wachsen und Schwinden des Mondes wurde zu einem tiefen Symbol für Leben, Tod und Wiedergeburt, für ewige Zyklen von Verlust und Erneuerung. Nanna war der Hirte, der nachts über die Sterne wachte, und sein Licht war eine sanfte, beruhigende Präsenz in der Dunkelheit. In der Beobachtung des Mondes verschmolzen bei den Sumerern also Glaube und Wissen, Religion und Wissenschaft zu einer untrennbaren Einheit. Sie sahen im Mond nicht nur einen Gott, sondern auch ein kosmisches Uhrwerk, dessen Verständnis den Schlüssel zur Ordnung des eigenen Lebens auf der Erde darstellte. Ja, die sumerischen Priester blickten nicht nur zu den Sternen auf, um das Göttliche zu verstehen, sie blickten auf, um die Erde zu ordnen. Ihre astronomischen Kenntnisse waren kein abgehobenes Wissen, sondern ein zutiefst praktisches Werkzeug, das das Fundament ihrer Zivilisation bildete. In den fruchtbaren Ebenen zwischen Euphrat und Tigris war das Leben vom Rhythmus der Flüsse und der Jahreszeiten abhängig. Die Astronomie lieferte den verlässlichen Kalender, der diesen Rhythmus vorhersagbar machte. Die Priester-Astronomen beobachteten den heliakischen Aufgang bestimmter Sterne, also ihr erstes Sichtbarwerden am Morgenhimmel kurz vor Sonnenaufgang nach einer Periode der Unsichtbarkeit. Dieses Ereignis, wie etwa das Erscheinen des Sirius, kündigte zuverlässig die bevorstehende Nilschwemme in Ägypten an. Und ähnliche Prinzipien galten auch in Mesopotamien für die landwirtschaftlichen Zyklen. Diese Sternenkalender sagten den Bauern, wann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat gekommen war, um die Saat vor der Flut zu schützen, und wann die Ernte eingebracht werden musste. Der Himmel wurde so zur ultimativen landwirtschaftlichen Anleitung. Doch der Einfluss der Sterne reichte weit über die Felder hinaus. Er prägte auch die Städte selbst.
Die sumerische Architektur war eine heilige Geometrie, die sich am Kosmos ausrichtete. Tempel und Zikkurate waren nicht willkürlich in die Landschaft gesetzt. Ihre Ecken waren oft präzise nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet. Bestimmte Tore oder Altäre konnten so konstruiert sein, dass das Licht der aufgehenden Sonne an den Tag- und Nachtgleichen oder den Sonnenwänden auf sie fiel. Diese architektonische Ausrichtung war kein Zufall. Sie war ein bewusster Akt, um die irdischen Bauten in die göttliche Ordnung des Universums zu integrieren. Ein Tempel war somit mehr als nur ein Gebäude. Er war ein Mikrokosmos, ein Spiegelbild des Himmels auf Erden. Selbst bei der Landvermessung spielte die Astronomie eine Rolle. Nach den jährlichen Überschwemmungen, die oft die alten Grenzmarkierungen wegspülten, mussten die Felder neu vermessen und verteilt werden. Dabei dienten Fixsterne als unverrückbare Referenzpunkte am Himmel, um Linien und Winkel auf der Erde mit erstaunlicher Genauigkeit zu bestimmen. Die Astronomie war für die Sumerer also die Mutter aller praktischen Wissenschaften. Sie war Kalender, Kompass und Katasteramt in einem und sicherte so die soziale, landwirtschaftliche und spirituelle Ordnung ihrer Welt. Trotz all unserer Fortschritte in der Assyriologie und der Archäoastronomie, trotz tausender übersetzter Keilschrifttafeln, bleibt die Welt der sumerischen Sternenkunde von einem Schleier des Geheimnisvollen umgeben. Wenn wir uns über diese Tontafeln beugen, blicken wir nicht nur in eine ferne Vergangenheit, sondern auch an die Grenzen unseres eigenen Verständnisses. Es gibt Symbole, Diagramme und Zahlenkolonnen, deren genaue Bedeutung uns bis heute entgeht. Sie sind wie einzelne Worte in einem ansonsten verständlichen Satz, die uns daran hindern, die volle Tiefe des Gedankens zu erfassen. Nehmen wir die berühmte astronomische Kompendientafelserie Mul.apin. Sie ist eine wahre Goldgrube an Informationen, die Sternbilder, ihre Auf- und Untergangszeiten und ihre Positionen am Himmel beschreibt. Doch selbst hier gibt es Abschnitte, die unter Gelehrten intensiv diskutiert werden. Bestimmte Begriffe für Himmelsphänomene oder astronomische Instrumente haben keine eindeutige, moderne Entsprechung. Waren es Vorhersagen für Omen? Waren es rein mathematische Übungen? Oder beschrieben sie Beobachtungen, deren Kontext uns für immer verloren gegangen ist? Besonders faszinierend sind einige kreisförmige Diagramme, die auf bestimmten Tafeln gefunden wurden. Sie zeigen konzentrische Kreise, die durch radiale Linien in Sektoren unterteilt sind, oft gefüllt mit Zahlen und Sternnamen. Einige Forscher interpretieren sie als eine Art Astrolabium oder eine Sternkarte, eine zweidimensionale Darstellung des Himmelsgewölbes. Andere sehen darin eher schematische Kalender oder mathematische Modelle zur Berechnung planetarischer Bewegungen. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht mit letzter Sicherheit. Diese unentzifferten Symbole sind eine demütigende Erinnerung daran, dass wir es mit einem hochkomplexen intellektuellen System zu tun haben. Es ist ein Fehler zu glauben, wir könnten die sumerische Denkweise vollständig in unsere modernen wissenschaftlichen Kategorien pressen. Ihre Verbindung von Mythos, Mathematik und Beobachtung war einzigartig. Jede ungelöste Passage auf einer Tontafel ist kein Zeichen ihres Versagens, sondern eine Herausforderung an unsere eigene Vorstellungskraft. Eine Einladung, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass manche Räume ihrer geistigen Welt für uns vielleicht für immer verschlossen bleiben werden. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch die Nächte Mesopotamiens. Was bleibt von den sumerischen Sternenbeobachtern? Ist ihr Wissen nur eine Fußnote in den Annalen der Wissenschaft?
ein verstaubtes Relikt aus der Dämmerung der Geschichte? Ich denke nicht. Ihr Erbe ist weitaus lebendiger und tiefgreifender, als wir oft annehmen. Es ist ein Echo, das noch heute im Kosmos unseres eigenen Wissens widerhallt. Das Offensichtlichste ist ihr mathematisches Erbe. Jedes Mal, wenn wir auf eine Uhr blicken und die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden teilen, verwenden wir ihr Sexagesimalsystem. Jeder Kreis, den wir in 360 Grad unterteilen, ist eine direkte Fortführung ihrer Himmelsvermessung. Diese fundamentalen Konzepte der Zeit- und Raumteilung sind so tief in unserem Alltag verankert, dass wir ihre sumerischen Wurzeln kaum noch bemerken. Doch ihr Vermächtnis geht über die reine Mathematik hinaus. Die Sumerer waren die Ersten, die den Himmel systematisch kartierten. Sie gruppierten Sterne zu Konstellationen, gaben ihnen Namen und erzählten ihre Geschichten. Viele dieser Sternbilder, insbesondere jene entlang der Ekliptik, die wir heute als Tierkreiszeichen kennen, haben ihren Ursprung in Mesopotamien. Wenn wir heute von Löwe, Stier oder Skorpion sprechen, wiederholen wir, wenn auch in abgewandelter Form, die Namen, die vor Jahrtausenden am Ufer des Euphrat geprägt wurden. Aber vielleicht ist ihre wichtigste Lehre eine philosophische. Die Sumerer zeigten uns, dass der menschliche Geist von Natur aus bestrebt ist, Ordnung im Chaos zu finden. Sie blickten in den unermesslichen, oft furchteinflößenden Nachthimmel und sahen darin nicht nur Willkür, sondern ein System, einen Rhythmus, eine göttliche, aber verständliche Logik. Ihre Motivation war eine Mischung aus Furcht, Neugier, praktischer Notwendigkeit und spiritueller Suche. Sie lehrten uns, dass der Blick zu den Sternen untrennbar mit der Frage nach unserem eigenen Platz im Universum verbunden ist. In diesem Sinne sind wir ihre direkten Nachfahren. Jeder Astronom, der heute durch ein Teleskop blickt, jeder Physiker, der die Gesetze des Kosmos zu ergründen sucht, setzt eine Suche fort, die in den Ebenen von Sumer begann. Die Instrumente haben sich geändert, die Mythen sind der Mathematik gewichen, aber die fundamentale Frage ist dieselbe geblieben. Was erzählt uns der Himmel über uns selbst? Das sumerische Echo im Kosmos ist die zeitlose Erkenntnis, dass wir, um die Erde zu verstehen, zu den Sternen aufblicken müssen.